Will rausfliegen. Oh, da ist noch ein Jetski. Das ist ein Boot. Und das Hochhaus geht kaputt. Ja? Ja? Oh shit, das will ich sehen. Dreh mal um, ja? Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Was ihr hier gesehen habt, ist die beeindruckende Levolution-Sequenz des einstürzenden Wolkenkratzers auf Siege of Shanghai live in-game. Und das soll der Anfang sein für das lange versprochene Video, in dem ich ein bisschen auf die Unterschiede zwischen Battlefield 4 und Battlefield 3 eingehen will. Es gibt natürlich eine Menge komplett neue Sachen, aber auch viele Sachen, die gegenüber Battlefield 3 verbessert wurden und die Schwachstellen von diesem Game ausmerzen. Zunächst aber nochmal diese beeindruckende Sequenz aus einer anderen Perspektive. Oh geil, das Skyscraper stürzt ein. Oh ja. Hier seht ihr den neuen Battlescreen, der den alten Spawn-Screen ersetzt. Wie ihr seht, wurde er massiv verbessert. Die Minimap ist jetzt nicht mehr so winzig, wie sie noch in Battlefield 3 war. Und man kann auch darin rumzoomen. Zusätzlich hat man links unten ein kleines Bildchen, wo man sieht, was an dem gerade angeklickten Spawnpunkt los ist. Und das heißt im Falle von einem Soldaten, dass man wirklich sehen kann, wie er sich bewegt. Wie ihr seht, sind auch die ganzen Menüs, wo man Waffen-Attachments und so auswählen kann, jetzt nicht mehr zum Durchklicken, sondern anständige Ausklappmenüs, aus denen man die Sachen gezielt auswählen kann. Meiner Meinung nach eine riesige Verbesserung gegenüber Battlefield 3. Beginnen wir also mit den Verbesserungen. Hier seht ihr zunächst einen misslungenen Messerangriff auf mich, gefolgt von einer Szene, die die Hoffnung erweckt, dass es die nervigen stehenden Leichen aus Battlefield 3 in Battlefield 4 nicht mehr geben wird. Der nächste Punkt ist C4. Der Mechanismus davon hat sich an sich nicht geändert, aber wie ihr seht, bin ich in dieser Szene Aufklärer. In Zukunft wird nämlich nicht mehr nur die Versorgungssoldatenklasse C4 haben, sondern auch der Aufklärer. In der Beta hatte sogar nur der Aufklärer C4. Der Grund, dass ich hier auf dem Panzer liegend die ganze Zeit nach vorne krieche, ist, dass man nun nicht mehr mit den Beinen durch Wände und andere Gegenstände hindurch gucken kann. Leute, die sich bis zur Hüfte in irgendwelchen Ecken verkriechen und praktisch unmöglich zu treffen sind, gehören damit der Vergangenheit an. Die nächste Szene zeigt gleich zwei Aspekte. Einerseits ist das der Defibrillator, bei dem sich einiges geändert hat. Andererseits benutze ich hier als Sturmsoldat kein Sturmgewehr, sondern einen Karabiner, namentlich den schwedischen AK-5C. Karabiner sind nämlich in Battlefield 4 Waffen, die allen Klassen zur Verfügung stehen, während die Maschinenpistolen, die in Battlefield 3 von allen Klassen benutzt werden konnten, jetzt nur noch dem Pionier zur Verfügung stehen. Die Karabiner sind meiner Einschätzung nach auch noch ein Stückchen besser geworden. Ich habe jetzt keinen nennenswerten Nachteil mehr gegenüber den Sturmgewehren im Fernkampf oder beziehungsweise im Kampf auf größere Distanzen bemerkt. Wie ihr seht, ist der AK-5C eine wirklich gute Waffe und es macht echt Spaß, damit zu spielen. Nun also zum Defibrillator. Wie euch vielleicht in diesem Video schon aufgefallen ist, hat sich auch da etwas geändert. Rechts unten hat man nur noch eine begrenzte Anzahl Ladungen, sodass die Massenrevives, wie man sie in Battlefield 3 häufig gesehen hat, der Vergangenheit angehören. Außerdem heilt sich ein Soldat, der die Wiederbelebung annimmt, jetzt nicht mehr automatisch auf 100 Lebenspunkte. Wie viel Leben er hat, hängt davon ab, wie lange man die linke Maustaste bei der Wiederbelebung gedrückt hat. Wenn man einfach nur schnell klickt, hat der wiederbelebte Soldat 20 Lebenspunkte. Hält man allerdings die linke Maustaste davor länger gedrückt und lässt dann los und belebt ihn dadurch wieder, hat er eine höhere Anzahl. Im Fall, den man gerade gesehen hat, hatte mein Bruder 36. In der Beta war es noch etwas verbuggt und das Zeitfenster für die Wiederbelebung ist extrem kurz, so ähnlich wie es bei Battlefield 3 im Team Deathmatch war, doch das sollte bis zum endgültigen Release behoben sein. Der Spielmodus, den ihr jetzt gerade im Hintergrund seht, ist übrigens nicht mehr normales Conquest, sondern Conquest Domination, das es in Zukunft auf allen Maps geben wird. Und hier habt ihr dann auch nochmal die Gelegenheit zu sehen, wie es ist, wenn man selbst wiederbelebt wird. Man nimmt jetzt nicht mehr mit Leertaste an, sondern mit der linken Maustaste. Drückt man die rechte Maustaste, kommt man direkt zurück auf den Spawnscreen. Diese Szene zeigt das neue Flaggeneroberungssystem im normalen Eroberungsmodus.
Wie ihr sehen könnt, erhält man jetzt nicht mehr nur genau in dem Moment Punkte, in dem die Flagge neutralisiert bzw. ganz eingenommen ist, sondern während man sich im Radius aufhält, erhält man kontinuierlich kleine Portionen von Punkten. Ihr seht, wie es da hochzählt, 10, 20, 30. Wenn man die Flagge dann neutralisiert hat, erhält man 100 Punkte, für die endgültige Eroberung gibt es nochmal 150. Damit wird die aus Battlefield 3 bekannte Situation vermieden, dass man eine Flagge so gut wie fertig eingenommen hat und dann erschossen wird und keine Punkte kriegt oder aus dem Flaggenradius rausläuft versehentlich und eben dafür dann auch keine Punkte kriegt. Davon abgesehen ist es gleich geblieben. Das heißt, wenn man erobert und es ist kein Gegner im Flaggenradius, hört man im Sekundentakt ein klickendes Geräusch und kriegt auch eine akustische Rückmeldung, wenn man die Flagge eingenommen hat. Ist noch ein Gegner im Radius, fehlt diese Rückmeldung, genau wie es auch im Battlefield 3 war. Hier seht ihr auch nochmal die M26 Mars, in dem Fall unten an die Unterlaufschiene meiner SKH montiert. Die funktioniert sehr ähnlich wie in Battlefield 3 und ist auch auf kurze Entfernungen immer noch unheimlich stark. Leider habe ich davon kein gutes Gameplay-Material. Wie ihr seht, kann man auch Kits von toten Soldaten noch genauso wie in Battlefield 3 vom Boden aufheben. Was ihr hier auch sehen könnt, ist, wie man sich aus Deckung herauslehnen kann, sodass man sich nur sehr wenig exponiert. Das Entscheidende ist aber eigentlich die Zahl da unten. Squad Assist counts as Kill 91. Es ist jetzt nämlich nicht mehr so wie in Battlefield 3, dass man teilweise eine Horde von Gegner trifft, alle schwer anschießt und keinen einzigen Kill kriegt, sondern wenn man es schafft, jemandem mindestens 75 Punkte Schaden zuzufügen, dann zählt es, als hätte man ihn gekillt. Derjenige, der die tödliche Kugel abfeuert, kriegt übrigens auch einen Kill. Was jetzt kommt, ist eine spielerisch ganz entscheidende Neuerung. Ich habe hier blöderweise nicht ganz das Ende der Nachladeanimation von dem RPG abgewartet. In Battlefield 3 hätte das geheißen, wenn ich ihn wieder raushole, geht's von vorne los. Das heißt, man hätte also gesehen, wie der Soldat den Raketenwerfer zuerst an der Schulter ansetzt, dann wieder wegnimmt und die Rakete nachlädt. Jetzt seht ihr, wenn ich ihn raushole, oh, er setzt ihn nicht an, sondern lädt sofort die Rakete rein und man ist extrem schnell feuerbereit. Dasselbe funktioniert übrigens auch mit Magazinen. Das heißt, wenn man das Magazin schon rausgezogen hat, dann eine andere Waffe rausholt, ist es nicht so, dass die Primärwaffe das Magazin wieder drin hat, wenn man sie rausholt, sondern man holt sie dann tatsächlich ohne Magazin raus und nur der Magazin-Reinsteckteil der Animation muss abgespielt werden. Nun will ich etwas auf die Aufklärerklasse eingehen und schaut euch bei dieser Gelegenheit gerade die Reflexionen hinten im Visier an, während man das Gewehr nicht angelegt hat. Ich finde, es sieht genial aus. Meiner Meinung nach macht diese Klasse jetzt auch deutlich mehr Spaß zu spielen als noch in Battlefield 3. Insbesondere dank Änderungen wie zum Beispiel, dass sie jetzt C4 haben und dem Visier mit variablem Zoom. Dadurch muss man zum Snipen nicht mehr so ein großes Visier benutzen und ist im Nahkampf weniger beeinträchtigt. Schaut euch diesen Kill an. So einen Kill hätte ich in Battlefield 3 kaum jemals hingekriegt. Ihr seht, wie ich sofort die Pistole rausgeholt habe, weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hätte, dass ich den Gegner töte. Kommen wir nun aber zum nächsten Aspekt, der dafür sorgt, dass das Spielen als Scharfschütze deutlich mehr Spaß macht. Durch Drücken der Taste V, wo bei automatischen Waffen der Feuermodus liegt, kann man nämlich das Scharfschützengewehr jetzt auf eine bestimmte Kampfentfernung einstellen. Wie ihr seht, steht das jetzt gerade auf 200 Meter und das bedeutet, dass die Kugel auf eine Entfernung von 200 Metern genau in die Mitte vom Fadenkreuz fliegen wird. Man muss also nicht mehr beim Snipen auf größere Entfernungen das Fadenkreuz weit über dem Kopf des Gegners platzieren, sondern kann mitten drauf zielen, solange man die Entfernung richtig eingestellt hat. Das lässt sich sogar hochregulieren bis auf 1000 Meter und macht es zumindest bei stationären Zielen deutlich einfacher, sie zu treffen. Bis jetzt hatte ich aber nicht den Eindruck, dass die Aufklärerklasse dadurch übermächtig wird. Zum Abschätzen der Entfernung kann man zum Beispiel den Personal Laser Designator benutzen, den ihr hier gerade im Hintergrund seht. Ansonsten funktioniert er eigentlich genau wie ein Soflam, das heißt, man kann damit Ziele für Leute mit Raketenwerfern erfassen und kriegt dann auch Punkte, wenn sie getroffen werden. Der Unterschied ist hauptsächlich, dass man ihn nicht irgendwo hinstellen und automatisch Ziele erfassen lassen kann, wie das Soflam. Dafür hat man ihn immer dabei und es kann nicht wie beim Soflam passieren, dass er zerstört wird, während man selbst noch lebt und man dann keinen Zugriff mehr darauf hat. Das ist jetzt ein sehr schöner Übergang zum RPG, wo man hier sehen kann, wie er zumindest jetzt in der Beta vom PLD markierte Ziele erfassen kann.
Auch das funktioniert vom Prinzip her noch genauso wie in Battlefield 3, wobei ich das Gefühl habe, dass es etwas schneller geht. Der Grund, dass ich gerade gesagt habe, zumindest jetzt in der Beta, ist, dass momentan diskutiert wird, diese Zielerfassungsfunktion des RPG für die endgültige Version wieder abzuschaffen, da es im fertigen Battlefield 4 eine ganze Menge Raketenwerfer geben wird und wenn der RPG beides kann, also ungelenkte und gelenkte Raketen verschießen, es keinen wirklichen Grund gäbe, irgendeinen der anderen Raketenwerfer zu benutzen. Das war nochmal die schöne neue Spotting-Animation. Und diese Szene ist leider die einzige Sequenz mit den neuen Booten, die ich für dieses Video habe. Du brauchst ein RPG dazu. Dann das Squad Laser Target ist bei 100. Wechseln wir auch hier wieder die Perspektive und schauen uns an, wie das Ganze in einem Fahrzeug aussieht, wenn man von einem Laserzielgerät markiert wird. Ich fahre hier gerade den chinesischen Schützenpanzer und werde von Aufklärern und Pionieren auf dem Dach von einem der Hochhäuser behagt. Neu ist diese graue Markierung neben dem Fadenkreuz, die einem anzeigt, aus welcher Richtung man erfasst wird und es erleichtert, in Deckung zu fahren. Und natürlich die Rauchanimation. Wie ihr hört, sind die Warngeräusche dafür, wenn man erfasst wird und wenn eine Rakete unterwegs ist, die gleichen geblieben wie in Battlefield 3. Und jetzt könnt ihr gleich sehen, wie ich auf ziemlich brutale Weise zerstört werde, und zwar von einer neuen Waffe in Battlefield 4. Dem XM25 Airburst Granatwerfer, der Versorgungssoldatenklasse zur Verfügung steht. Meiner Meinung nach eine extrem coole Waffe. Man kann ihn quasi wie einen normalen, allerdings schnell feuernden Granatwerfer oder fast wie eine Schrotflinte einsetzen, wobei die Explosionsradien der Granaten sehr gering sind. Der eigentliche Einsatzzweck ist denn auch ein anderer. Die Bezeichnung Airburst rührt daher, dass die Granaten in der Luft nach einer festgelegten Entfernung explodieren, was sehr gut gegen Ziele in Deckung ist, wie ihr hier seht. Die Entfernung, in der die Granaten explodieren, scheint sich dabei danach zu richten, auf welchen Punkt die oberste Granatwerfermarkierung in der Bildschirmmitte gezeigt hat, bevor man mit Rechtsklick angelegt hat. In Fällen wie diesem hier gerade kann man natürlich auch einfach vor dem Ziel auf den Boden schießen und die Gegner durch den Splash Damage töten. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz auf die Gadgets der Sturmsoldaten und Versorgungssoldatenklassen eingehen, während ihr im Hintergrund noch etwas Gameplay mit der XM25 Airburst und dem neuen, meiner Meinung nach ziemlich guten Ultimax Maschinengewehr, das dem Versorgungssoldaten zur Verfügung steht, sehen könnt. Neben den aus Battlefield 3 bekannten Medikits und Munitionskisten gibt es jetzt auch kleinere Medipacks und Munitionspäckchen. Die Medipacks konntet ihr ja vorhin in dem Defibrillator-Clip schon sehen und sie funktionieren so, dass man sie an einen Soldaten dran klebt und dieser dann langsam geheilt werden. Es hat allerdings den Nachteil, dass, wenn er nochmal getroffen wird, die Heilung sofort wieder aufhört. Bei den Munitionspäckchen ist das Ganze ähnlich, auch die klebt man an einen Soldaten dran und sie füllen ihm dann ein Magazin für seine Primärwaffe auf, nicht mehr. Meiner Meinung nach sind diese beiden Gadgets damit deutlich weniger nützlich als die aus Battlefield 3 bekannten Varianten. Ein neues Waffenattachment in der Beta ist der Magnifier. Dieser verdoppelt den Zoom-Faktor des ansonsten auf der Waffe montierten Visiers und kann durch Drücken der Taste T, wie ihr hier gerade seht, zugeschaltet werden. Das dürfte für Waffen, mit denen man zwar hauptsächlich auf kürzere Entfernungen kämpft, die allerdings auch auf größere Entfernungen einigermaßen genau sind, eine ganz nützliche Sache sein. Und wo man gerade diese coole Animation mit dem Hin- und Wegklappen sieht, möchte ich noch anmerken, dass mir so etwas ein bisschen fehlt, wenn man die Kampfentfernung bei den Scharfschützengewehren verstellt. Eine ziemlich coole Neuerung in Battlefield 4 ist, dass es in den Levels verschiedene Stellen gibt, an denen man Knöpfe drücken kann. So kann man zum Beispiel die Poller an den Brücken ausfahren und man kann auch Aufzüge benutzen. Wenn die Gegner aufmerksam sind, sind diese allerdings Todesfallen und schon am ersten Tag der Beta wurde man dauernd durch C4, das in den Aufzug geklebt war, gekillt. Das ist mein erster Helikopterflug in Battlefield 4, wo ich leider feststellen musste, dass die Y-Achse invertiert war und ich ruckzuck die Kontrolle verloren habe. Eigentlich wollte ich aber auch auf das eingehen, was danach kommt. Da habe ich nämlich mein erstes Battle Pack geöffnet. Battle Packs sind eine Neuerung, die zu etwas mehr Individualisierung auf dem Schlachtfeld führen soll. Zumindest in der Beta ist es so, dass man sie praktisch zu festgelegten Zeitpunkten erhält, also in dem Fall zu den Levelaufstiegen 3, 5 und ich glaube 10. Und die Besonderheit ist, dass der Inhalt eben zufallsgeneriert ist. Das heißt, nicht jeder erhält im entsprechenden Battle Pack dieselben Sachen.
In meinem ersten Battle Pack waren, wie ihr hier sehen könnt, Coyote-Visiere für die SCAR-H und den MX-4 sowie ein 25% Erfahrungsboost für eine Stunde Spielzeit. Andere Sachen, die in Battle Packs drin sein könnten, wären beispielsweise andere Waffen-Attachments sowie Tarnlackierungen für Waffen und Fahrzeuge. DICE betont dabei, dass natürlich keine spielentscheidenden Sachen in den Battle Packs sind, sodass man auf den Zufall angewiesen wäre, um sie zu kriegen. Also es wird keine Battle Packs geben, die zum Beispiel irgendwelche coolen Waffen enthalten. Ein ganz entscheidender Aspekt der Battlefield-Serie, auf den ich bis jetzt noch fast gar nicht eingegangen bin, sind natürlich die Fahrzeuge. Auch im Fahrzeugkampf hat DICE einiges geändert. Eine weitere Änderung ist, dass man jetzt nicht mehr nur dann Punkte kriegt, wenn das Fahrzeug zerstört wurde, sondern bereits für jeden Treffer, der eine ausreichende Menge Schaden macht, sofort eine dazu passende Punktzahl erhält. Die allerentscheidendste Änderung aber könnt ihr hier gerade live sehen, denn ihr seht rechts unten, die Munitionsanzeige sagt 02. Jetzt ist es nämlich so, dass jedes Fahrzeug sozusagen nur eine begrenzte Anzahl an Geschossen hat, die bereitgehalten werden. Und wenn man die verbraucht hat, muss man ziemlich lange warten, dass neue nachgeladen werden. Im Falle vom Panzer sind das zum Beispiel 5 Stück, die man in relativ schneller Folge verschießen kann. Ungefähr so wie in Battlefield 3. Aber wenn man diese 5 Granaten verschossen hat, dann dauert's. Ihr seht diesen grauen Nachladebalken unter der Anzahl der verbleibenden Schüsse, der sich nur ziemlich langsam auffüllt, und wenn man dann diesen Schuss verschießt, hat man wieder keinen, muss wieder warten, bis es nachgeladen ist. Wenn man zwischendurch aber mal etwas aus dem Kampf rauskommt, lädt es sich wieder bis auf die anfängliche Schusszahl, wie gesagt 5 beim Panzer, beim LAV glaube ich 24, auf. Das gilt tatsächlich für sämtliche Fahrzeuge, also auch Helikopter und Boote, was dazu führt, dass man jetzt nicht mehr so eine krasse Dominanz von sehr guten Panzerfahrern oder Helikopterpiloten erleben wird, weil sie einfach zwischendurch kurz ihre Munition regenerieren müssen und einen nicht mehr permanent unter Beschuss halten können. Maschinengewehre sind etwas stärker und damit nützlicher geworden als in Battlefield 3, ansonsten ist aber alles beim Alten geblieben, das heißt, sie haben zwar unbegrenzt Munition, überhitzen aber und brauchen dann eine kurze Zeit zum Abkühlen, bevor sie wieder schießen können. Auch das Fahrverhalten der Fahrzeuge hat sich etwas verändert, das ist aber wirklich schwer zu beschreiben und ich denke, das muss jeder für sich selbst erfahren. Vielleicht habt ihr gerade die große Schrift auf dem Bildschirm gesehen, die sagte New Bomb Located. Und das bedeutet, wir sind jetzt im Obliteration-Modus, einem komplett neuen Spielmodus, den DICE gestern für die Beta freigeschaltet hat. Und ich muss sagen, er hat schon einen Höllenspaß gemacht. Als kurze Erklärung fürs Prinzip: Jedes Team hat 3 Missionsziele, das es verteidigen muss und muss die 3 Missionsziele des gegnerischen Teams zerstören. Es kann aber nicht mehr einfach jeder hinrennen, das Missionsziel scharf machen, so wie bei Rush, sondern irgendwo in der Mitte der Karte spawnt zufällig eine Bombe. Beide Teams versuchen sie unter ihre Kontrolle zu bringen und derjenige, der sie hat, muss dann zu einem der gegnerischen Missionsziele rennen, die Bombe legen und es verteidigen, bis sie explodiert. Ich hatte zunächst die Befürchtung, dass sich dieser Modus nicht großartig von Rush unterscheiden würde, außer halt, dass nicht mehr jeder eine Bombe legen kann, sondern man diese irgendwo aufsammeln muss. Aber tatsächlich spielt es sich völlig anders. Es gibt keine Stages wie bei Rush, sondern man hat permanent die komplette Map zur Verfügung. Es gibt Spawnpunkte, wo man an Fallschirmen runterkommen kann in der Nähe der Mitte der Map, um direkt ins Geschehen zu kommen sozusagen. Und vor allem ist die Zeit, die man zum Entschärfen der Bombe hat, wenn sie einmal gelegt wurde, extrem kurz. Also es ist nicht wie bei Rush, dass man ewig erstmal versuchen kann, Gegner in der Nähe vom MCOM auszuschalten und dann gemütlich entschärfen, sondern es muss extrem schnell gehen, ansonsten hat man gelitten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Bombe tötet, wenn sie explodiert, alles im Umkreis. Den Bombenträger kann jeder sehen, sodass der es vergessen kann, über irgendwelche Schleichwege oder so ungesehen an den Gegnern vorbeizukommen. Und durch die Fallschirmspawnpunkte wird verhindert, dass die Verteidiger die Basis der Angreifer bekämpfen können, wie man das manchmal in Rush erlebt. Die Szene im Hintergrund stammt aus der einzigen Runde, die ich bisher gewonnen habe. Und wie ihr seht, haben wir gerade die Bombe gelegt und versuchen jetzt mit aller Gewalt, die Gegner davon fernzuhalten. Und hier explodiert sie dann auch endlich. Und wie ihr seht, wurde mein Panzer nicht von den Gegnern zerstört, sondern von der Explosion der Bombe. Bevor ich auf den neuen Spectator-Modus eingehe, den ihr jetzt im Hintergrund sehen könnt, muss ich noch einen Schwachpunkt des Obliteration-Modus erwähnen. Und zwar, dass das ganze Team extrem von den Fähigkeiten des Bombenträgers abhängt. Wenn man also jemanden hat, der die Bombe eingesammelt hat und überhaupt keine Ahnung hat, was er damit anfangen soll,
oder jemanden, der vielleicht gar nicht merkt, dass er die Bombe aufgesammelt hat, dann kann das dem eigenen Team durchaus ziemlich schaden, wenn er zum Beispiel denkt, er sollte ein Missionsziel verteidigen, steht da rum, wird von den Gegnern getötet, die sammeln die Bombe auf, sie liegt schon neben dem eigenen Missionsziel und sie müssen es nur noch scharf machen, kann das schon ein Problem sein. Aber wie gesagt, alles in allem hat es bis jetzt auch extrem viel Spaß gemacht. Abschließend gehe ich jetzt noch etwas auf den Spectator-Mode ein. Den finde ich insgesamt auch ziemlich cool. Und zwar ist es jetzt so, dass jeder Server standardmäßig 4 Plätze für Zuschauer zur Verfügung hat. Und man kann sich dann das Match angucken. Klingt noch nicht nach viel, aber letztlich sind die Möglichkeiten, die dieser Modus bietet, ziemlich groß. Standardmäßig hat man eine Battlescreen-Ansicht, die aussieht wie der Spawn-Screen, wenn man normal im Spiel ist. Man kann darauf die einzelnen Soldaten anklicken, wie normalerweise seinen Teamkameraden, und hat auch links unten das kleine Bildschirmchen, wo man sieht, was sie gerade machen. Auf diesen Battlescreen kommt man mit der Taste F1 und mit F2 bis F4 hat man andere Ansichten zur Auswahl. Bei F2 und F3 hat man First-Person bzw. Third-Person-Ansicht des markierten Soldaten und F4 stellt einem verschiedene freie Kameraperspektiven zur Verfügung, wo man sozusagen hinspringen kann und dann von da aus die Kamera mit den WASD-Tasten und der Maus frei bewegen kann. Zur Auswahl der Soldaten muss man auch nicht immer in den Battlescreen zurückspringen, sondern man hat oben eine Liste sozusagen mit dem gerade ausgewählten Soldaten in der Mitte und über Q und E kann man hin und her springen. Alternativ dazu kann man sich auch mit Tab das Scoreboard anzeigen lassen und dann mit der Maus den Soldaten, zu dem man springen will, direkt anklicken. Was ihr auch sehen könnt, ist, dass es kein eigenes Team und gegnerisches Team sozusagen gibt, sondern dass beide Teams festgelegte Farben haben. In diesem Fall hier sind also mein Bruder und ein Kumpel von ihm, die ich gerade beobachte, wie sie spielen, im roten Team. Und das heißt, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass wenn sie neben rot markierten Leuten stehen, sie nicht schießen, weil das die aus ihrem eigenen Team sind. Eine ganz wichtige Neuerung noch zum Schluss, auf die ich bis jetzt noch gar nicht eingegangen bin, nämlich die Field Upgrades. Man hat jetzt nicht mehr die gewohnten Squad-Perks aus Battlefield 3, wo jeder eins auswählt, das sozusagen dann für das ganze Squad mitwirkt, sobald man es für die Squads freigeschaltet hat, sondern stattdessen kann jeder Soldat individuell einen sogenannten Field Upgrade Path auswählen, bei dem er nacheinander 4 verschiedene Perks freischaltet. Das hat den Vorteil, dass es kein Perk-Stacking mehr gibt, also es kann einem nicht mehr passieren, dass man mit irgendwelchen Schlafhauben im Squad ist, die alle 3 zum Beispiel das Munitionsperk benutzen und man dadurch eigentlich einen Nachteil hat, weil man in einem 4-Mann-Squad lediglich 2 verschiedene Perks zur Verfügung hat, sondern man hat eben seinen eigenen Pfad und es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass da nicht mehrmals das Gleiche drin ist. Die beiden bis jetzt verfügbaren Pfade in der Beta sind der Defensive und der Offensive, die auch im endgültigen Spiel allen Soldatenklassen zur Verfügung stehen werden. Im endgültigen Spiel wird es aber auch noch spezielle Pfade geben, die nur jeweils einer Soldatenklasse zur Verfügung stehen, sowas wie zum Beispiel Medic oder Granatwerfer-Experte, wo man eben in beiden Fällen die Sturmsoldatenklasse spielt und sich sozusagen aussuchen kann, ob man sich darauf spezialisiert, seine Teamkameraden zu heilen oder ob man lieber ein paar mehr Granaten für seinen Granatwerfer dabei haben möchte. Während es vorteilhafterweise kein Perk-Stacking wie in Battlefield 3 mehr gibt, hat man andererseits das Problem, dass man darauf achten muss, dass nicht alle aus dem Squad sterben. Denn wenn man wiped, geht der bisherige Fortschritt bei diesem Field-Upgrade-Pfad wieder verloren. Man kann ihn wieder hocharbeiten durch squad-orientierte Aktionen, wie zum Beispiel Flaggen einnehmen, Teamkameraden mit Munition versorgen und so weiter. Wenn man also dann die Meldung Last Man in Squad eingeblendet kriegt, sollte man extrem darauf achten, dass man nicht stirbt, denn die Field Upgrades sind aneinander gebunden und sobald der Letzte aus dem Squad stirbt, müssen alle wieder komplett von vorne anfangen. Ansonsten ist es so, dass wenn man stirbt und aber noch andere aus dem Squad leben, man eben an dem Punkt, bis zu dem man mit den Field Upgrades schon gekommen war vom Fortschritt her, weitermachen kann. Das Schöne ist, dass man das Field Upgrade dann auch zwischendurch wechseln kann, denn wie gesagt, der Fortschritt ist immer für das gesamte Squad gleich. Und das heißt, wenn man schon alles vom Offensive Perk freigeschaltet hat und aber feststellt, dass man lieber Pionier spielen würde und das Raketen-Perk benutzen will, kann man dieses auswählen und hat dann auch da von Anfang an den kompletten Fortschritt. Die Idee von diesem System finde ich ziemlich cool und ich hoffe, dass es wirklich die Wirkung hat, dass die Leute auch etwas mehr Squad-orientiert spielen.
da es ja auch im eigenen Interesse ist, wenn man dann nicht als Letzter einfach in die Gegner reinrennt und stirbt. Schließlich verliert man ja auch die eigenen Perks damit wieder. Alles in allem hat die Battlefield 4 Beta bis jetzt extrem viel Spaß gemacht. Die Balance scheint vom Prinzip her ziemlich gut zu sein. Also man sieht wirklich teilweise extrem knappe Runden, wie jetzt hier gerade im Hintergrund, wo die Gegner letztlich mit einem einzigen Ticket übrig in Domination gewonnen haben. Und während ihr hier gerade nochmal den Einsturz des Wolkenkratzers als großes Levolution-Event seht, muss ich an dieser Stelle auch anmerken, dass das, was viele befürchtet hatten in Bezug auf Levolution, nämlich, dass jeder nur versuchen würde, den Wolkenkratzer zum Einsturz zu bringen oder das große Schiff an Land zu setzen und sich eigentlich gar nicht auf das Spiel konzentrieren würde, bisher kaum zu bemerken war. Während der Wolkenkratzer in den meisten Runden irgendwann einstürzt, gab es tatsächlich hier eine Runde mit 800 Tickets, also ein wirklich langes Gefecht, wo der Wolkenkratzer am Schluss noch stand. Wie ihr gemerkt habt, hatte sich wirklich extrem viel Material angesammelt, weil es auch extrem viele Neuerungen für Battlefield 4 gibt. Das war erst ein Bruchteil, im Hauptspiel wird noch viel, viel mehr kommen, aber so viel für heute. Denkt dran, den Gefällt mir-Button zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat, und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal.